Mit Godot 4.3 können in 3D die Navigation Meshes endlich als einzelne Chunks generiert werden. Aber wie geht das im Editor und wie über GDScript und C#? Ich bin der Most Wanted und erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten. Daumen hoch, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren für weitere Videos und Fragen und Feedback gerne in die Kommentare. Legen wir los! Damit du in der Godot Engine 4.3 ein Navigation Mesh baken kannst, brauchst du grundlegend erstmal ein 3D-Level. Das reicht in dem Falle, wenn du Mesh Instance 3D Nodes oder auch Static Body 3D nutzt, eben Collider. Daraus kannst du dein Level aufbauen in der Form von Böden, Wänden, Hindernissen, Schrägen und anderen Dingen, die du so brauchst. In unserem Falle hier haben wir eine Bodenplatte von 20 x 20 Metern und wir haben auch hier verschiedene Zylinder einfach als Hindernisse rund um den Mittelpunkt der Map gedreht. Dein 3D-Level muss ein Child von einer Navigation Region 3D Node sein. Nur dann kannst du auch die Elemente darin baken. Die Navigation Region 3D braucht dann im Inspektor ein neues Navigation Mesh als Ressource zugewiesen oder dort frisch erstellt. Erst dann kannst du am oberen Rand des Viewports auf den Button Bake Navigation Mesh drücken und du siehst, dein Navigation Mesh wird direkt hier erstellt. Genau wie vorher in Godot 4 kannst du hier drin die verschiedenen Einstellungen treffen und das Ganze konfigurieren, bis du damit zufrieden bist. Wir haben ja hier verschiedene Bereiche im Inspektor und in einem davon sind neue Änderungen für Godot 4.3 und zwar im Abschnitt Filters. Hier gibt es das sogenannte Baking AABB und auch dessen Offset darunter. Versuchen wir jetzt mal hier ein Viertel unserer Map zu baken. Wir wissen, dass das Level 20 x 20 groß ist, in dem Falle bis plus 10 oder eben minus 10 in X sowie auch in der Z-Achse. Das heißt, wir nehmen uns hier unten das Baking AABB, bleiben bei X, Y, Z auf 0 und stellen W für Breite, H für Höhe und D für Depth, Tiefe auf 10 und kriegen hier diese rote Box erstellt. Wenn wir jetzt erneut baken wollen, dann wird nur der Bereich innerhalb dieser roten Box hier gebaked. Problem ist aber, wenn wir ranscrollen, merken wir, hier ist eine Lücke zur roten Grenze. Nur die kommt durch den Agent Radius. Den müssen wir mal auf 0 stellen, damit wirklich klar ist, wir wollen alles hier bis zur Grenze hin mitnehmen und nichts hier offen lassen. Denn wenn diese Region hier unten ist, müssen wir auch Links, die daneben als Nachbar bekommen und über die Grenze hier laufen können. Deswegen mit Radius 0 erneut baken und wir haben das Ganze hierbei so. Wenn du diese Box verschieben möchtest, um zum Beispiel den Bereich links hiervon zu baken, dann müssen wir den X-Wert verschieben. Wir wissen, dass wir hier 10 Meter breit sind und wenn wir uns nochmal 10 Meter nach links bewegen, hierhin, dann können wir erneut baken und bekämen so den nächsten Quadrant. Nach oben hingehend wäre es wiederum Z minus 10 Meter und wir könnten auch hier baken, um dieses Viertel zu bekommen. So können wir uns im Kreis bewegen und nur anhand von dem Baking AABB uns alle Bereiche unseres Levels separat in individuelle Navigation Mesh Ressourcen rein generieren. Das, was wir gerade eben im Editor gesehen haben, können wir natürlich auch per GDScript machen und am besten wäre das Ganze als Editor-Skript. Deswegen nutzen wir oben das Add-Tool-Attribut. Genauso auch Class-Name, um das Ganze als eigene Node in Godot zu registrieren. Dann brauchen wir im Inspektor 3 Variablen, die Level Root Node als Node 3D, das Level AABB, eben die Bounding Box für unser Level mit dem Startpunkt hier bei minus 10, minus 10, minus 10 und einer Breite, Höhe und Tiefe von 20 x 20 x 20 Metern. Dann haben wir die Anzahl der Chunks, die wir generieren wollen, in X2 und in Z bitte auch 2 Stück. Und beim Output wollen wir ein Array generieren und zwar von Navigation Mesh Objekten. Das soll gemacht werden jedes Mal dann, wenn wir die Property Bake Chunks triggern über seine Set-Eigenschaft. Denn dort wird die Methode Perform Chunk Baking aufgerufen. Die macht für uns wiederum Folgendes. Wir machen das Array einmal komplett leer, dann berechnen wir, wie groß wird jeder einzelne Chunk werden und dann gehen wir zeilenweise erst entlang der X-Achse und danach entlang der Z-Achse eben durch und berechnen für den jeweiligen Chunk erstmal die Startposition durch die Bounding Box Position des Levels plus eben dem Index und der Chunkgröße. Danach erstellen wir eine neue leere Navigation Mesh Ressource, wo ich dir empfehlen würde, setze den Agent Radius genau wie eben im Inspektor auf 0 und setze danach eben das Filter Baking AABB mit der Chunk Start Koordinate und der Chunk Größe.
Dann brauchst du ein leeres neues Navigation Mesh Source Geometry Data 3D Objekt und mit diesen 3 können wir dann im Navigation Server die Methode Parse Source Geometry Data aufrufen und dann wird aus allen 3D Mesh Nodes unter unserer Wurzelnode des Levels generiert, welche Geometrien haben wir denn dort, wo sind da überall Meshes, wie sind die aufgebaut, und das speichern wir uns ab in unserem Nav Mesh Source Geometry Objekt. Der letzte Schritt ist dann im Navigation Server 3D die Methode Bake from Source Geometry Data aufzurufen, denn die nimmt die Geometrien, die wir haben, und baked das eben anhand der Konfiguration vom Navigation Mesh Object dort auch hinein. Und dann bleibt am Ende das Nav Mesh Objekt übrig und das können wir hier in unsere Liste einfach aufnehmen. Das Ganze können wir in C# natürlich genauso machen. Eben mit dem Tool-Attribut ganz oben, Global Class zum Registrieren im Godot-Ökosystem und dann einer Public Partial Class NavMesh Chunk Baker hierbei, die genauso wieder 3 Parameter eben als Input hat. Und zwar zum einen die Level Root Node, die Bounding Box AABB fürs Level und den Chunk Count. Darunter haben wir dann unser Ergebnis, unseren Output, ein Array von Navigation Meshes. Und hier haben wir auch unsere Bool Property, nämlich Bake Chunks. Jedes Mal, wenn die getriggert wird, rufen wir die Methode Perform Chunk Baking auf, die das gleiche macht wie in GDScript. Erst das Array einmal neu erstellen und alles vorherige löschen, dann einmal die Größe eines jeden einzelnen Chunks berechnen und mit einer doppelten Vorschleife erst entlang der X-Achse, dann entlang der Z-Achse eben gehen und dort die Chunk-Startposition berechnen, ein neues Navigation Mesh erstellen mit dem Agent-Radius von 0 und dem Filter-Baking AABB-Bereich, dann einmal ein leeres Navigation Mesh Source Geometry Data 3D Objekt. Und diese 3 Sachen kommen in die Parse Source Geometry Data Methode im Navigation Server 3D und schlussendlich auch noch das Ganze in der Bake from Source Geometry Data Methode im Navigation Server 3D kriegen wir dann unser Navigation Mesh gebacken und das können wir am Ende in unsere Liste aufnehmen und dort speichern. Um unseren Code jetzt zu testen, müssen wir als C-Sharpler noch Alt-B drücken zum Neubauen der DLL-Datei und dann können wir auf die Szene rechtsklicken, Add Child Node machen und beim Suchbegriff NavMesh finden wir unseren C# NavMesh Chunk Baker. Den fügen wir hinzu und dann können wir im Inspektor auf der rechten Seite oben schon den Bereich Input aufklappen und hier die Root Node unseres Levels wählen, das ist dann diese hier. Und im Bereich Output finden wir jetzt hier unsere Property Bake Chunks. Wir haben jetzt ein leeres Array, doch sobald wir hier drauf drücken, werden hier 4 Einträge generiert, denn wir wollen ja 2 mal 2 Chunks. Das macht eben in Summe hier 4. Das erste Objekt können wir mal rechtsklicken, Copy Value und in unserer Navigation Region hier oben Rechtsklick auf Navigation Mesh, Paste Value machen und wir sehen, das war der Bereich oben links. Beim nächsten Eintrag, bei 1, der Bereich rechts daneben. Gefolgt davon ist der Bereich unten links, das ist dann dieser hier. Und zu guter Letzt, das ist dann hier unser Bereich unten rechts. Und wir sehen, wir haben per Code so einfach 4 Bereiche als Chunks gebaked. Und damit sind wir auch am Ende der Folge. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst über dynamisches, Chunk-basiertes Baking von Navigation Meshes in Godot 4.3. Und lass auch bitte gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte. Gerne auch abonnieren für weitere Tutorials. Und schreib mir sehr gerne bei Fragen, Feedback oder weiteren Themenwünschen auch in die Kommentare unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.